Was ist denn aus Ihrer Sicht einer der interessantesten Titel, die in dem DEFA Heimkino aufgelegt wurden? Naja, also wie gesagt, die Augenzeugen-Zusammenschnitte, die würden schon auch noch einen sehr guten Aufsatz bringen. Also das ist also sozusagen etwas, was in der Analyse, glaube ich, sehr spannend ist. Das ist ja wie in den 30er Jahren. Wie sozusagen, welche propagandistischen Sujets mit anderen unverfänglichen kombiniert werden, die zu einer Mischung führen, für ein Halbjahr. Also da gibt es eine Menge Augenzeugen, das ist Wahnsinn. Also jede Woche 2 meistens. Und dann A- und B-Ausgabe noch. Also das war richtig viel Material, was da zur Verfügung stand, mussten sie bauen. Das ist spannend. Sicherlich nicht das Beste. Ich denke, einige Stacheltiere sind sehr interessant. Es gibt, glaube ich, ein Stacheltier mit so einem Automatenrestaurant vom Alex. Da gibt es auch so dokumentarische Qualitäten. Es gab so Automatenrestaurants hier in Berlin. Was war nicht automatisch, das wurde von hinten befüllt und vorne hat man Geld reingesteckt, dann öffnete sich die Klappe. Das war so die Moderne der DDR. Es gibt auch einen ganz, ganz berühmten Heimfilm, Bummi als Verkehrspolizist, den haben wir auch digitalisiert. Der ist im Original Farbe, auch viel länger als 10 Minuten. Farbe Ton ist ein ganz berühmter Kinderfilm, weil also die Bummi-Zeitschrift ist berühmt gewesen in der DDR. Es war die einzige Vorschul-Kinderzeitschrift, die es gab. Ja. Und für Kinder war es natürlich toll, die dann vielleicht 7, 8 waren, Bummi im Film nochmal zu sehen. So. Und das ist eine kleine Reihe, gibt es 3, 4 Filme und 2 sind auch im Heimkino erschienen. Und Bummi als Verkehrspolizist ist insofern sehr, sehr toll, weil es spielt in Berlin 1965, also an der Karl-Marx-Allee und in diesem Bereich, wo dann das funktionalistische Bauen in der DDR schon Siege feierte, also am Kino International, da in dem Janowitz-Brückenbereich. Die frühen Plattenbauten sieht man. Bummi wohnt auch in so einer Plattenbausiedlung mit und in so einer Wohnung. Die ist auch, das eine Kombination aus Real- und Zeichentrick? Nein, nicht, noch anders. Es ist ein Realfilm, aber Bummi wird durch ein Kind verkörpert mit einem Bärenkostüm. Okay. Und auch, es gibt eine Gegenfigur von Bummi, das ist Maxel. Der hat auch so ein Maxel-Kostüm an. Das ist ein Kinderdarsteller. Und die laufen wie Menschen durch die Straßen und agieren aber wie die beiden Trickfiguren aus der Zeitschrift. Und werden aber auch von Kindern als Bummi und Maxel erkannt. Und in Dialoge verwickelt. So, ja. Der Originalfilm ist natürlich wahnsinnig gut. Gerd E. Schäfer spricht beide Bärenfiguren. Also das muss man wirklich machen. Das ist ein ganz toller Film. Im Heimfilm ist es auch noch gut. Es ist wirklich, also ich glaube, es ist auch ein sehr erfolgreicher Film gewesen, weil man sehr viel zusammen sieht. Also man sieht auch so Kindererziehung, Verkehrspolizist, es geht um Verkehrserziehung, mehr nicht. Sie haben für diesen Film bei der DEFA einen Wartburg 311 im verkleinerten Format nachgebaut, damit der Bummi-Darsteller damit fahren konnte. Und zwar im öffentlichen Verkehr. Also er fährt die Stalinallee runter. Also es ist tatsächlich so, solche Szenen sind da drin. Es ist ein enormer Drehaufwand. Und also das ist ein Highlight, muss man wirklich sagen, dieser Film. Und ich finde auch nach wie vor Student von Prag in 11 Minuten ist auch nicht schlecht. Ja, also die historischen Filme sind toll. Wir haben es gibt auch von Fritz Lang, Dr. Mabuse der Spieler, gibt es auch in der Kurzfassung, ist auch ein toller Zusammenschnitt, finde ich. Die Fassung, es sind verschiedene Digitalisierungen auch schon gemacht worden von DEFA Heimfilmen aus meiner Sammlung, wo wir dann auch so gesagt haben, okay, das ist schon wertvoll, auch in dieser Art des Schnittes vor allem. Ne? Gab es auch Filmkopien, die aus den Nachbarländern importiert wurden? Also so aus dem, es hieß ja sozialistische Bruderstaaten. Ja. Wenn da die Projektoren herkamen, gab es mit Sicherheit dort auch Material, theoretisch zumindest. Ja. Das muss man unterscheiden. Also es gab ausländische Filme im Repertoire des DEFA Heimfilms. Ist klar. Also Hase und Wolf. Kotjonoschkin, Zajus Multfilm, Moskau ab 74, also war die erfolgreichste Serie überhaupt im DEFA Heimfilm. Also die Hase und Wolf gibt es, glaube ich, 40 Titel oder 30 Titel.
Also ein Riesenportfolio an Filmen unterschiedlicher Länge. Die wurden im 35mm Format importiert, in die Kinos gebracht und dann wurde lizenzrechtlich verabredet, dass die auch auf Super 8 innerhalb des Programms DEFA Heimfilm erscheinen konnten. Das betraf einige Filme. Es gab auch rumänische Filme, es gab auch polnische Filme ein paar, es gab die ungarischen Filme um Gustav, also satirischer Zeichentrick Gustav, eine berühmte Serie aus den 60ern. Es gab keine einzige Kopie aus einem anderen Heimfilmsortiment in den Fotoläden. Aus Polen nicht, aus Tschechien nicht, aus der Sowjetunion nicht, sowieso nicht, bundesdeutsche Kopien sowieso nicht, nichts importiert. Es gab nur ein Sortiment, was es überhaupt zu kaufen gab. Aber ich konnte in der CSSR natürlich in den Fotohandel gehen und dort tschechische Heimfilmkopien auf Super 8 kaufen. Sie hatten teilweise ähnliche Titel. Ich habe hier in meiner Sammlung Hase und Wolf, dieselbe Folge, Tschechisch, Russisch, DDR. Unterschiedliche Farbwerte, unterschiedlicher Schnitt, aber das der gleiche Ursprungsfilm. Also deswegen in Moskau konnte ich natürlich russische Heimfilmkopien kaufen. Die gab es in hoher Zahl, auch dokumentarische Sujets, touristische Sujets, sehr viel. Aber wie gesagt, für die DDR eindeutig, es gab nichts anderes. Und gab es einen Schmuggel von westdeutschen Filmen rein in die DDR? Also ich denke ja. Aber das ist wahrscheinlich ganz marginal. Ne? Das kann man auch schwer nachweisen. Also man kann in der Provenienz, wenn ich eine Sammlung übernehme, denkbar ist es natürlich. Ja? Weil es war relativ einfach, dann doch mal was rüber zu schmuggeln. Ne? Wann ist denn die Produktion eingestellt worden? Naja, also das ist ja der letzte. Ja. 1208, 1208 bedeutet aber nicht, dass 1208 Heimfilme in der DDR da waren. Das Nummernsystem ist sehr kompliziert. Der hat hier nämlich tatsächlich einen Herstellungsstempel 589 produziert. Also die sind im Mai 1989 in der Produktion gewesen, sind aber, also die ganze Serie über die Schmalspurbahn der DDR ist nicht mehr rausgekommen. Die habe ich alle in meiner Sammlung und ich glaube auch tatsächlich, dass viel mehr nicht kopiert wurde. Also vielleicht haben sie noch bis September 89 kopiert. Ich hatte auch sowieso den Eindruck, dass die Lager recht voll waren. Also ich war ja dabei, als diese Abteilung Massenbedarf insofern aufgelöst wurde, weil ich merkte, also ich habe eine Info bekommen, dass dort Filme zu verschenken sind. Bin dort hingefahren mit meinem Trabant und habe eine Fleischerkiste voll Super 8 Filme eingeladen, 1990. Ich nehme an, im Frühjahr. Und da war das Kopierwerk am Großberliner Damm mehr oder weniger in Auflösung begriffen und es wurde nicht mehr gearbeitet und ich nahm diese Fleischerkiste mit und sah aber, dass es sehr viele Filme dort auf Lager gab, der neueren Konfektionierung, hohe Nummern, die in Massen dort lagen. Also vermutlich sind die auch nicht mehr ausgeliefert worden. Vielleicht gab es auch einen Rückstau schon im Handel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so Mai, Sommer 89 mehr oder weniger da nicht mehr viel kopiert wurde. Natürlich die privaten Filme weiter, die entwickelt wurden. Ne? Sie selbst haben ja auch eine umfangreiche Sammlung von DEFA-Publikationen, haben Sie auch gerade gesagt, wo es jetzt hergekommen ist. Sammeln Sie auch noch andere Formate? Also im Prinzip ist schmalfilmkino.de. Schmalfilmkino.de ist die Webadresse für meine Sammlung, auch für mein Konzept. Also Schmalfilme mit Geschichten heißt es eigentlich. Ne? Das Konzept war es mal ursprünglich. Das heißt, die Idee war, eine Sammlung außerhalb des 35mm Formats anzulegen, mit eben sowohl Amateurfilmen, also wirklich privat gedrehten Aufnahmen, als auch hinzugekauftem, insofern aber aller Formate. Also einschließlich, wenn ich welche hätte, Ernemann Heimkino 1905, 17,5 mm, also 9,5 mm Pathé und so weiter, alles was es gab. In Auswahl, um dramaturgisch, das war die Idee, dramaturgisch Programme mit Kurzfilmen zu stricken, mit interessanten Schnittfassungen, sage ich mal so. Aber vielleicht auch mit Bonbons, oder Film im Film. Man kann ja sehr verschiedene Themen mal ansprechen damit.
Und diese Sammlung ist im Wesentlichen immer noch so ganz zusammen. Sie ist ein bisschen jetzt auch anders ausgerichtet worden in Richtung Werbefilm, aber im Prinzip umfasst sie alle Formate des Schmalfilms, außer 35 mm, so 1700 Titel ungefähr, also sind es jetzt ein paar, auch eine Dia-Sammlung gehört auch dazu, weil ich auch mich dann mehr auf Werbung eine Weile spezialisiert hatte und diesen Werbeblock im Kino gesammelt habe ein bisschen, also Werbespots, aber auch längere Imagefilme, aber genauso wie lokale Werbedias, die ja immer dazugehören. Aber das sind oft Entscheidungen gewesen, die aus programmkuratorischen Absichten resultierten, weil ich hatte mal sehr erfolgreiche Werbefilm-historische Programme, die wurden auch sehr oft angefragt und da habe ich dann immer entsprechend zugekauft oder mir das so hingestrickt. Genau, aber das ist so ungefähr der Schwerpunkt, also nicht auf Super 8 spezifisch, sondern Super 8 sehe ich schon als eines von vielen Formaten an, ne, des Heimkinos, das aber natürlich sehr beständig war, also weil es eben auch das letzte große war eigentlich, was wir haben. Ne. Jetzt haben wir natürlich das Jubiläum 16 mm gerade, ne, nächstes Jahr. Sie haben ja bereits eine ganze Reihe von Publikationen rund um das Thema Film veröffentlicht. Haben Sie auch Texte speziell zum DEFA Heimkino verfasst? Ja, ich habe es mitgebracht. Ich bin ja auch aktiv im filmhistorischen Verein Cinegraf Babelsberg. Sehr lange schon. Es ist ein sehr, sehr rühriger und wissenschaftlich auch fundierter Verein, denke ich, der sich seit 1992 schon mit Filmgeschichte beschäftigt hier in Berlin. Und wir haben eine Zeitschrift Filmblatt, die mittlerweile Ausgabe 78 hat. Also das ist echt eine Menge Holz und die auch international vertrieben wird. Und in der Zeitschrift, ich glaube eine Nummer 1920, in dem Heft 1920 gibt es einen Text zu diesen Schnittfassungen von historischen Filmen im DEFA Heimkino, weil das war mal so ein Thema. Wir haben, glaube ich, bei einem Vereinsjubiläum haben wir so ein Programm mal im Arsenal aufgeführt, im Berliner Kino hier am Potsdamer Platz, was sehr interessant war und da gibt es einen Text zu. Da ist auch das Interview mit Rudolf Kampmann mal teilweise zitiert worden schon. Genau, und dann gibt es natürlich das Ozer-Fahnen-Buch jetzt aktueller, wo Super 8 und Heimkino insgesamt auch in allgemeineren Kapiteln eine Rolle spielen. Also das ist schon dann mehr eine textliche Übersetzung des Sammlungskonzepts. Und an was arbeiten Sie gerade im Augenblick? Am Umzug der Sammlung des Filmmuseums Potsdam. Okay. Das wird aber auch zu Ende sein bald, also ich nehme an Ende des Jahres. Und dann werde ich wieder stärker Lehre machen auch und sicher forschen zu ein paar sehr schönen Themen, denke ich. Aktuell ein bisschen was zum Beispiel zu Gedenkstätten in der DDR und in der Bundesrepublik und entsprechenden Filmen über Gedenkstätten ist auch spannend. Gab es sogar Super 8 Filme drüber. Ja, über die nationalen Mahn- und Gedenkstätten Buchenwald in der DDR gab es ein Reisemagazin. Also auch Buchenwald war eine feste Größe in der DDR-Gedenkkultur, ganz wichtig. Und es ist eben, in diesen Reisemagazinen sieht man auch, was die Leute touristisch erkunden sollten oder erkundet haben. Und da gehört eben neben der Ostsee, Berlin, Eisenach, Wartburg natürlich, auch Buchenwald dazu. Insofern ist das so nochmal interessant gewesen, als ich die Kataloge dazu mir angesehen habe. Ja, klar, das ist ja auch diese Auswahl ist ja auch eine Aussage. Ne? Ja, wir kommen jetzt zum Ende unseres Gesprächs, oder sind eigentlich jetzt schon da angekommen. Ja. Meine letzte Frage, die ich auch immer gerne ganz am Schluss stelle. Was macht Super 8 für Sie spannend? Dass es noch gibt, also dass Sie noch drehen können auf Super 8. Dadurch entstehen auch neue Schmalfilme, während auf 9,5 wird keiner mehr drehen. Also ich glaube es nicht. Deswegen gibt es da tatsächlich eine Menge an Kulturgut, das auch wieder historisch wird, in gerade experimenteller Film. Ich finde, glaube ich, Super 8 auch deswegen interessant, weil die experimentelle Schmalfilmszene der DDR damit gearbeitet hat. Das ist ja auch ein großes Thema und die Filme sind zum Glück gesichert und sie sind da und sie sind auch als DVD viele verfügbar.
ich denke, das ist auch ein ganz besonderer Schatz. Ich habe gerade die Filme nochmal von Gabriele Stötzer gesehen aus Erfurt. Das sind tolle Filme. Und das sind alles Umkehrfilme, die sind extrem selten. Also sie sind auch extrem fragil und zum Glück digitalisiert. Das macht Super 8 auch aus. Ich glaube, Super 8 im Unterschied zu Normal 8 war ein subversives Format. Oder ist es vielleicht auch noch? Ja, prima. Vielen herzlichen Dank. Danke für das Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre tolle Seite und ich finde es gut, solche Initiativen zu haben wie Ihre. Danke, ich freue mich sehr und wünsche Ihnen auch viel Erfolg mit dem Umzug. Ja. Ja? Danke.